Ein ganz großer Carthago auf Iveco Daily Basis, der S Plus i50 LE auf Basis Iveco 50C21 mit 210 PS. Den werden wir uns heute mal anschauen. So, die Luftfeder hinten ist unten. Die wird automatisch nivelliert, sobald das Fahrzeug angeschaltet wird. Das ist mir gerade eben noch aufgefallen als kurze Ansage. Vorne hat man eine V&B Luftfeder, das heißt, es ist quasi voll gefedert und es bietet unglaublich viel Luxus. Ich gehe gleich mal auf den Preis ein. Hier ist Carlos. Grüß dich, Carlos. Hallo. Carlos Herrmann, wir sind in Mülheim an der Ruhr. Genau, auf der Kölner Straße, auf Europas größter Caravanstraße, genannt B1 halt. Und die Hausnummer ist 142 bis 148. Genau, wir haben kein Geld bekommen. Wir zeigen euch heute mal Fahrzeuge von Carthago, weil wir auf der Messe, dem Caravansalon, ganz wenig Zeit hatten und auch die Leute von Carthago so viel zu tun hatten, die konnten nicht mit uns drehen. Deswegen sind wir nach Mülheim an der Ruhr gefahren. Gegenüber haben wir ja schon geredet bei RS Reisemobile. Hier sind viele Wohnmobilhändler. Genau, das ist wie gesagt Europas größte Caravanstraße, hat ihren Ursprung in den 60er Jahren genommen, weil diese Bundesstraße 1 eigentlich den nördlichen Teil der Bundesrepublik mit dem südlichen Teil verbunden hatte und alle möglichen Leute über diese Straße drüber mussten und der Wohnwagen oder das Reisemobil, das rechtlich ja in dem Sinne noch gar nicht erfunden war. Ja, das ist die neue Front-DNA. Genau, das ist die neue Front, die jetzt bei den E-Line-Modellen, bei den S-Plus-Modellen verwendet wird und ab Modelljahr 21 auch bei dem Liner Ford 2 verwendet wird. So, hier kann man reinsehen, wir haben eine große Scheibe, wir haben ein voll integriertes Modell auf Iveco Daily Basis. Auch hier sehe ich, dort sind Spurverbreiterungen eingesetzt worden, also das Ganze ist wirklich angepasst, ein richtiger Liner. Genau, also das Fahrwerk ist von Carthago nochmal abgestimmt worden für den großen Aufbau halt, weil sicherlich ist ein Iveco Daily kein kleines Auto, aber das Auto hat natürlich auch mit seinen Abmessungen von 8 Meter halt, 3,30 Meter Höhe, 2,34 Meter Breite. Das ist natürlich auch für ein Iveco Daily schon etwas und da empfiehlt es sich natürlich schon, das Fahrwerk entsprechend anzupassen. Ja, ihr legt großen Wert auf unter 8 Meter, das hat 7,91 Meter, das hat einen Grund. Mit 8 Metern komme ich noch auf die allermeisten Plätze. Genau, es gibt viele Plätze, die sagen bis 8 Meter und nicht weiter. Und naja, 7,91 Meter ist halt drunter und 8,1 Meter wäre halt drüber. Ob es so genau, wirklich so genau genommen wird, weiß ich nicht, aber ich bin hier auf der sicheren Seite. Ja, 182.593 Euro mit Automatik, so sieht er von der Seite aus. Hier wieder das bekannte Doppelbodenkonzept, was wirklich auf dem Markt, was ich nicht so oft gesehen habe. Das heißt also, viele haben ja, ich sag mal, die Klappen von der Seite zugänglich, aber nicht von oben. Die sind dann getrennt. Genau, also das Doppelbodenkonzept von Carthago ist schon einzigartig. Halt, man kommt wirklich von außen dran, man kann es von innen wieder entladen. Viele andere haben entweder nur Klappen von der Seite oder nur Klappen von oben drin oder haben gar keinen richtigen Doppelboden, dass sie von einem technischen Doppelboden sprechen. Sprich, sie nutzen den Raum zwischen den Fahrwerksträgern aus. Beim Carthago haben wir schon einen richtigen Doppelboden und der wird auch konsequent genutzt. Große Scheibenwischer sind mit drin und hier sehen wir, wir haben im Vergleich zu vielen anderen Linern, der Aufbau ist nicht ganz so hoch, das Fahrzeug insgesamt knapp über 3 Meter. Ja, das Fahrzeug der müsste 3,05 Meter müsste das Fahrzeug hoch sein, oder 3,15 Meter sogar. Und bedingt durch die Kardanwelle schon ein Stückchen höher als der E-Line. Ja, hier ist die Aufbautür, die ist vorhanden. Das ist eine Besonderheit in der Klasse. Die Aufbautür ist serienmäßig bei dem Fahrzeug und bei dem Iveco empfiehlt es sich aufgrund der Höhe halt, den auch mit dieser allerdings mehrpreispflichtigen elektrischen Stufe mitzubestellen, die allerdings automatisch sofort ausfährt. Also wir sehen hier schon, es ist schon ein Stückchen zu überwinden halt und man kann es weglassen, aber ich empfehle es meinen Kunden schon, es mitzubestellen. Ja, hier sieht man die Aufbautür mit elektrischem Fensterheber mit drin und das ist das Multifunktionslenkrad, das neue Cockpit von Iveco, das geändert wurde, jetzt auch mit Display in der Mitte. Hier vorne haben wir die Rückfahrkamera auf der linken Seite. Das ist so wie bei den anderen Carthagos, das Original-Cockpit, das sehen wir gleich noch besser. Und es ist nicht ganz so hoch aufgebaut wie die Kollegen Concorde und Co. Das heißt, ich sitze etwas tiefer, etwas mehr an der Straße. Genau, ich sitze etwas tiefer halt. Carthago hat das auch mal gemacht mit einem hochgesetzten Fahrwerk halt, dass ich noch ein Stückchen höher kam. Und da gab es natürlich auch keine Eingangstüre mehr. Aber davon ist man wieder abgegangen und man lässt es jetzt bei der normalen Iveco-Höhe. Ja, ein ganz kleines Detail, die zieht sich automatisch zu. Die geht automatisch rein. Sobald ich die Tür öffne, kommt sie raus. Sobald ich die Türe schließe, verschwindet sie wieder. Genau, da ist die Stufe. Prima.
So, hier ist der Dieseltank auf der linken Seite und hier ist die erste Klappe. Mach mal bitte auf. Die ist zentral verriegelt? Die ist zentral verriegelt, abgesehen von der Gaskastentür und von der Toilettentüre schließen alle Garagentüren, Seitenklappen, Aufbautür und Fahrertür natürlich. Serienmäßig. Serienmäßig, das ist Standard bei dem Auto. Vorne sieht man es, da sind die Kabel mit drin, schön versteckt. Der Rest geht innen und ich habe auch nur ein Schloss für beide Seiten. Das tut der Optik auch gut. Und hier habe ich diesen Doppelboden. Das bedeutet, ich habe hier richtig viel Platz und die alte Warmwasserheizung wärmt den Boden auf und ich kriege die Wärme von unten. Genau, der Doppelboden erhitzt sich komplett. Ich habe den Effekt der Fußbodenheizung. Auto erhitzt sich gleichmäßig. Ich habe keine Verwirbelung, keine Staubverwirbelung, weil ich einfach eine gleichbleibende Wärme habe, die von unten langsam hochsteigt. Und riesig viel Durchladeplatz. Das werden wir gleich mal von innen noch sehen. Das Konzept ist begeisternd, denn ich kann den Ladeboden von innen beladen, von außen beladen, von überall. Diese Kante ist sehr interessant. Hier kann auch was Schmutziges oder Feuchtes sein. Überhaupt ist der ganze Aufbau ist ja ohne Holz. Wenn es hier mal, ich sag mal, ich würde das fluten, das wird dem nichts ausmachen. Nein, das macht dem Auto gar nichts aus, weil das Auto komplett frei von organischen, der Aufbau komplett frei von organischen Stoffen ist. Das heißt, wir haben hier einen RTM-Schaum in den Wänden drin, der ist absolut resistent gegen Wasser. Wir haben außen Aluminium, wir haben innen Aluminium halt. Also hier kann wirklich nichts passieren. Aber es sollte natürlich erst gar kein Wasser reinlaufen. Klar, aber es könnte ja mal sein, jetzt habe ich hier einen Kasten, da geht mir eine Flasche kaputt, warum auch immer. Das heißt, das ist jetzt kein Malheur, sondern den kann ich auswischen. Zur Not, gut, jetzt mit dem Dampfstrahler nicht rein, aber ich kann es auswischen. Also ich kann hier feucht reingehen. Rein theoretisch könntest du auch mit dem Dampfstrahler reingehen. Ich würde es dir aber nicht empfehlen halt. Aber das Auto, wie gesagt, ist völlig resistent gegen Feuchtigkeit, gegen Nässe. Schön. Ja, es wird langsam dunkel. Deswegen gehen wir gleich mal rein. Wir haben die Beleuchtung nämlich schon angeschaltet. Und das ist nämlich die Ambientebeleuchtung, großes Thema. Hier Gas. Hier haben wir die Gasflasche drin, die hängt, also die Gasflaschen passen hier rein. Die hängt jetzt nicht an der Zentralverriegelung und prompt steckt der Schlüssel wahrscheinlich auch noch im Zündschloss. Können wir mal schauen. Das heißt, Gasflasche und die Toilette ist nicht an der Zentralverriegelung? Nee, mit Absicht nicht halt, wie gesagt, weil man sagt, das sind ja keine Stauräume halt. Schlüssel müsste ich eben aus dem Auto rausholen. Moment. Ja, kein Problem. Ich zeige es mal gerade in der Fall. Hier hat man auch die Edelstahl-Radkappen mit drauf, die dem Auto auch sehr gut stehen. Muss nicht immer die Alufelge sein hinten. Und das werden wir gleich mal sehen. Auf der anderen Seite, die werden wir vielleicht nicht ganz öffnen können, die nach oben öffnenden Türen mit dabei. Eine vollautomatische Sattanlage oben drauf. Und du weißt, wie es ist, Carlos. Wenn man etwas ankündigt und es dann nicht öffnet, ja, dann ist die Vorfreude umso größer, denn ist wahrscheinlich ein ganz ordinäres Gasfach dahinter. Genau, noch nicht mal Flaschen sind drin, ist das Problem. Ja. Wenn das Auto noch neu ist. Und Prompt, andere Seite. Jetzt. Ja. das ist nur ein neues, geht noch ein bisschen schwerer. So, es stand mal eine Gasflasche drin. Eine stand mal drin, wahrscheinlich zum Ausprobieren, um das Auto aufzuheizen halt. Flaschen stehen nebeneinander, Dual Control ist natürlich drin, Hochdruckschläuche mit Sollbruchstelle. Das heißt, die Flaschen können während der Fahrt offen bleiben, die Heizung kann während der Fahrt betrieben werden. Schön. Siehst du, der ganze Aufwand für einmal kurz reingucken, so ist es aber. Die kann dann wieder verschlossen werden. Hier habe ich eine ganz große Klappe, die schenken wir uns jetzt mal, die kriegen wir nicht auf. Aber ich zeige euch mal das Heck. Wir gucken gleich mal von der anderen Seite rein. Das Heck sieht quasi aus wie vom kleinen Bruder, der Mercedes-Benz, der nebenan steht. Aber es ist kein Mercedes-Benz-Stern drauf, sondern es hat einen automotiven Charakter, sieht fast aus wie ein Reisebus. Ich weiß gar nicht, ob sie das Iveco-Logo drauf gemacht haben. Wahrscheinlich nicht halt, weil das Iveco-Logo auch ein bisschen größer ist als der Mercedes-Stern. S Plus steht drauf, hier vorne, also für die Leute, die es wissen. Es gibt ja noch so ein Zeichen Powered by Iveco. Ja, das hat er vielleicht vorne drauf, hier hinten hat er es nicht drauf. So, und das ist das Heck. Ich zeige mal gerade das Schwesterheck, das steht nämlich hier. Dort hinten ist es. Das sieht so ähnlich aus. Das ist jetzt der gleiche Aufbau oder ich sag mal das gleiche Heck von Mercedes-Benz. Genau, die Heckpartien sind gleich halt, wie gesagt, da ist halt einfach nur der Stern noch mit draufgeklebt worden. So, das wäre das Heck. Oder das da. Wir haben ja ganz, ganz viele hier. Ja, du hast unglaublich viele Fahrzeuge da. Das heißt, du hast fast alle Carthagos vorrätig. Ja, ich gebe mir zumindest Mühe, jeden gängigen Grundriss vorrätig zu haben. Alle Fahrzeuge, das sind glaube ich inzwischen weit über 60 halt, das schaffe auch ich nicht. Aber im Regelfalle so 40 bis 50 Stück habe ich schon in der Ausstellung. Und bin dadurch eigentlich auch, ja, ich vermute mal unter den größten in Europa, was die Ausstellung angeht.
Das ist, glaube ich, wichtig, denn die Leute wollen ja auch die Haptik haben, also nichts gegen virtuelle Ausstellungen, aber auch mal anfassen, machen, tun. Das heißt also, werktags ist bei dir geöffnet? Bitte? Ist werktags geöffnet, von Montags bis Samstag? Ja, natürlich. Von 9 bis 18 Uhr sind wir da und samstags sind wir dann von 10 bis 14 Uhr da. Ja, die Tür hat es in sich, die öffnet nach oben. Wer das nicht gewohnt ist, Braucht auch ein bisschen Platz, um zu öffnen. braucht ein bisschen Hub. 1,40 Meter müsste es ungefähr sein. So, hier bin ich dann 35. quasi trocken drunter und dann habe ich hier die Dometic. Ist da Licht drin? Kannst du mal anmachen? Ja, Da oben ist ein Licht drin. Hier habe ich dann den Wechselrichter mit drin. Hier habe ich die Technik mit drin, den Hauptschalter. Da empfiehlt ihr länger wie 14 Tage auf Null stellen. ja, bitte es sein, das Fahrzeug hat eine Photovoltaikanlage montiert und steht nicht in der Halle. Dann kann man die natürlich umgelegt lassen. Ansonsten sollte man die Batterien entkoppeln. So, hier vorne sieht man nochmal diese Expander, die wir schon bei den anderen Fahrzeugen gesehen haben. Die integriert sind, sehr praktisch. Kann ich so alles hinterklappen vom Tisch, Stuhl. Ja, es ist sehr praktisch, da haben wir Tische, Stühle dergleichen, weil ich eben 6 verschiedene Expander habe. Wie gesagt, da bin ich schon recht flexibel mit. So, wenn dich mal kurz daneben stellst, dann gehe ich mal weiter weg, dass man mal die Größe sieht von der Garage. Du bist 1,81 Meter, du kannst jetzt drunter stehen und die Klappe ist wirklich riesig. Sie ist wirklich Ich riesig. genau im Kopf, aber ich meine, es wären nahezu 1,40. 1,40 Höhe. Toll. Die Belastbarkeit? Bis 450 Kilogramm, wobei immer bitte darauf achten, dass die Hinterachslast nicht mit überschritten wird. Die ist schwer zu bestimmen, weil man nie weiß, was in der Mitte noch reingepackt wird. Okay, das heißt am besten, wenn man sich unsicher ist, zum Schrotthändler deiner Wahl fahren, dem 5 Euro in die Hand drücken. Einmal über die Waage, aber 450 Kilo ist schon verdammt viel. So, nächstes Fach. Ja, das ist unter der Toilette. Das ist ein Fach, das entkoppelt ist oder sozusagen keine Verbindung zum Innenraum hat, damit ich hier auch mal Sachen reinlegen kann, die vielleicht ein bisschen schmutziger sind. Okay, das heißt also, wenn hier irgendwas passiert, das bleibt in der Wanne drin. Es bleibt in der Wanne, es läuft nicht ins Fahrzeug hinein. Ja. Lässt sich dann Schuhe, auch leicht Stiefel. auch wieder sauber halten. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel Motorrad fahre, da kann ich hier vielleicht dreckigen Sachen reinmachen. Sachen zum Beispiel, ja, das bietet sich an. Ski. Naja, das müssten sehr kurze Ski sein. Nein, ich meine die Skistiefel. Achso, gut. So, die Frage ist das auch beheizt, das Fach? Aber selbstverständlich. Das gehört ja mit zum Doppelboden halt und überall halt, wie gesagt, das sind kleine Austritte drin unten, dass die warme Luft raus kann halt hinter dem Tank. Und dadurch ist das Fach natürlich mit beheizt. Schön. Ja, eine alte Warmheizung mit warmem Wasser wird geheizt. Das hat den Vorteil, dass ich die Konvektion, also die Luftverwirbelung nicht habe, sondern ich habe richtige Heizkörper drin. Genau, wir haben also wie im Haushalt eine Warmwasserzentralheizung. Das heißt, das warme Wasser wird mit, ich schätze mal, 40 Grad durch die Rohre gejagt. Dann sind Konvektoren an exponierten Stellen dran. Der ganze Boden erheizt sich gleichmäßig. Ich habe keinerlei Staubverwirbelung und dadurch eine sehr angenehme Luft im Fahrzeug. Ja, Klappen pur. Das mit der zentralen Verriegelung ist, glaube ich, ein Muss. Wer keine hat, rennt da mit dem Schlüssel rum. Das braucht man hier nicht. Nein, also ich habe einen Schlüssel halt, wie gesagt, mit der Zentralverriegelung. Ich drücke drauf. Ich habe beide Türen offen, Garagenklappen, alle Stauklappen offen. Nur die Gasklappe und halt die Toilettenklappe ist nicht mit angeschlossen, mit Absicht nicht halt. Und ansonsten ist das Auto komplett offen. So, hier ist eine Besonderheit, wenn du mal reingehst und unter der Bank und die mal hochhebst, dann kommt man nämlich, und ich zeige das mal gerade, wie das gemacht wird. Greifen wir mal kurz vor. Das ist die Bank. Da gibt es. Halt. Und hier habe ich jetzt den großen Vorteil, ich habe von außen die Klappe, ich kann von außen Kisten reinstellen, Wasser, Wein, was auch immer halt. Und habe hier mit einem Handgriff die Sache öffnen nach vorne, das ist patentiert von Carthago und kann von innen die Flaschen entnehmen. Das ist natürlich jetzt im ersten Moment, sagt man, was soll das? Na gut, wenn es draußen regnet, dann wird man sagen, wie schön, dass ich nicht nach draußen muss. Da kann man auch eine Rutschfolie reinmachen. Die gibt es, eine Anti-Rutschmatte, die uns sehr gut funktionieren. Dann wird auch der Kasten da nicht groß bewegt. Genau da stehen, wo ich ihn hingestellt habe. Ja, schön. So, jetzt habe ich aber viel übersprungen, denn ich fange mal an mit der Aufbautür, die hier drin ist. Die hat ein Fenster mit drin. Sie ist sehr stabil. Ich habe eine ganz große Griffleiste mit drin, die ich brauche, um mich ordentlich festzuhalten, wenn ich mal einsteigen möchte. Genau, der Griff ist auch integriert, das heißt, er steht nicht komplett in den Raum hinein. Das machen die meisten anderen haben den einfach aufgeschraubt, man bleibt dran hängen, gerade wenn man mal irgendwie einen Koffer oder eine Tasche in der Hand hat. Das ist beim Carthago nicht der Fall. Und die Türe selber natürlich, die schließt an 3 Punkten. Also hier müsste schon einiges an Gewalt aufgewendet werden, um die ohne Schlüssel zu öffnen. So, das Konzept ohne Hubbett hat natürlich richtig viel Raum hier und gerade in die Raumhöhe, du bist 1,81 Meter, ich zeige es mal gerade.
Du hast jetzt noch mal gute 30 bis 40 Zentimeter noch Platz über dir. 2 Meter. 2,12 Meter haben wir an Stehen 2,12. hier halt, ja, und das ist natürlich schon bezeichnend. Wenn ich das Hubbett nicht brauche, würde ich es auf jeden Fall weglassen halt, weil das Fahrzeug natürlich wesentlich mehr Luft macht. Aber gut, das Fahrzeug outet sich dadurch natürlich auch ganz klar zum Fall zu 2. Ich könnte natürlich die Sitzgruppe noch umbauen auf Wunsch halt, aber das ist auch mehr ein Notbehelf. Ist halt ein Auto für 2 Personen. Wenn ich weiß, ich brauche es nicht, würde ich es definitiv weglassen, weil das Auto viel mehr Luft macht. Das haben wir so ähnlich schon gesehen, aber das Besondere hierbei ist der Aufbau mit einem Daily. Der Motor hat 3 Liter, hat 4 Zylinder und 210 PS. Das heißt, das Drehmoment, das merkt man, der tut sich nicht so schwer. Nein, ich glaube, das Drehmoment liegt bei rund 480 Newtonmeter. Das ist schon eine Ansage. Und der Iveco Daily ist natürlich ganz klar die allererste Wahl, wenn es um Zuladung geht oder wenn ich einen Hängerbetrieb vorhabe. Denn der Iveco Daily darf bis zu 3,5 Tonnen ziehen. Halt der, glaube ich, 3230 oder zwar 3230, 220, ich weiß es nicht. Also das heißt über 3 Tonnen. Über 3 Tonnen auf jeden Fall halt. Und das schafft natürlich kein Fiat und kein Mercedes. Ja, ich verweise auch noch auf die anderen Videos, die wir gedreht haben, auf verschiedenen Plattformen. Das ähnliche Auto gibt es auch auf Mercedes-Benz. Ist im Grunde genommen das gleiche Auto, sogar auch Mercedes-Benz halt. Wie gesagt, ab der B-Säule sind die Autos gleich halt. Aber der Mercedes-Benz ist dann ein Fronttriebler mit einem Alco-Tiefrahmen-Chassis kombiniert, vorzugsweise mit Tandemachse hinten. Und die Anhängelasten wären da eingeschränkt. Genau, und du mal kurz rauskommst hier, dann zeige ich mal gerade das Cockpit. Und wenn du mal so lieb bist, mal den Sitz hier vorne ein bisschen drehst, dass ich das nochmal sehe, denn der Iveco hat nämlich jetzt auch Assistenzsysteme mit an Bord. Das heißt also, ein Notbremsassistent ist mit drin. Ich habe einen adaptiven Tempomat, das ist möglich. Und das ist die neueste Ausführung hier. Ja, das ist jetzt hier noch nicht der allerneueste halt. Also der 21er, der hat dann tatsächlich neben diesen Assistenten noch einen aktiven Seitenwindassistenten und dergleichen. Da ist schon einiges drin. Da ist Iveco momentan wirklich tonangebend. Ja, Optik draußen ist die gleiche beim 21er? Die gleiche, halt der 21er hätte nur noch in der Mitte, ich sag mal, so eine Art Schnorchel in der Frontscheibe, die er braucht für die Kameras, für die Assistenzsysteme. Okay, also die Integration, hier ist das Original Iveco Cockpit mit drin, was im Auto sehr gut steht. Hier habe ich die 8-Gang ZF Automatik mit drin, elektrische Parkbremse mit drin. Das Auto fährt sich eigentlich wie ein PKW, oder? Ja, das ist ein Fahrzeug, sagen wir, der Iveco ist natürlich die LKW-Abteilung halt von Fiat und er macht schon kein Hehl daraus, wie gesagt, dass der Feder der LKW-Konstrukteure kommt. Aber steht dafür natürlich auch in dem Ruf, wie gesagt, unkaputtbar zu sein. Das ist wirklich so. Hier vorne habe ich die Luftfederung vorne. Hinten habe ich die Luftfederung über den Motor. Ich habe eine Aufbau-Klimaanlage mit Klimaautomatik in dem Fahrzeug mit drin. Ich habe jede Menge Staufächer. Die Türe haben wir schon gesehen. Und dann habe ich hier das Konzept drehbare Sitze, Doppelboden, wo das Auge reicht. Unter anderem hier vorne ist ein Doppelboden. Was ist das für einer? Direkt hier vorne zwischen den Sitzen? Und das ist einfach angeglichen halt. Da ist nochmal ein kleines Stauffach drunter. Aber das ist, um den Übergang des Rahmens halt des Doppelbodens zu dem Iveco nach vorne hinzubekommen. Das hat Carthago angeglichen, damit wir keine Stolperstufe da drin haben. Ja, fangen wir an. Hier vorne ist der erste Doppelboden. Da habe ich den Zugang dann direkt zu Stauraum. Und auch hier kann ich richtig viel durchladen. Er ist nicht ganz so hoch, aber hier sind auch die Auslassventile, falls ich das Fahrzeug mal entledigen muss von Wasser, wenn ich ihn länger stehen lasse. Wenn ich ihn im Winter abstelle bei Frost halt, wenn das für die Heizung natürlich nicht läuft, innen drin würden mir hier die Wasserleitungen zufrieren. Und deswegen, wenn er im Winter abgestellt wird, wenn ich weiß, ich brauche ihn nicht mehr, Frostgefahr, mache ich alle Ventile auf, damit das Fahrzeug leer läuft. So, mach nochmal zu, bitte. So sieht das aus. Ja, da ist der Tisch. Wenn du dich mal kurz an den Tisch mal setzt, da gibt es eine Besonderheit. Dieser Tisch, den kann man extrem leicht bewegen, indem man hier unten auf diesen kleinen Puck... Genau, er ist so fixiert, damit er während der Fahrt sich nicht bewegt. Löse ich die Orientierung, kann ich den Tisch nach vorne zur Seite schieben, wie ich das möchte. Das ist ein tolles Detail. Das heißt, ich muss also nicht irgendeinen Griff unter dem Tisch suchen, sondern ich muss nur draußen hier auf diesen kleinen Knopf drücken. Einfach nur drauf. Und dann geht's. Wie von Geisterhand. Was ist das für eine Farbe vom Polster? Das müsste Ledersand sein. Also Sand ist die Farbe, genau. Es gibt noch einen Grauton, das Macchiato ist etwas dunkler. Und das Elfenbein ist wesentlich heller und das Sand kombiniere ich ganz gerne mit den Holzfronten hier.
weil es nicht so kalt ist oder nicht so kühl ist wie das Elfenbein. Ein bisschen Farbe ins Spiel kommt, aber auch nicht so dunkel wie das Macchiato in Grau. Aber das ist letztendlich Geschmackssache. Es gibt hier verschiedene Polster angeboten. Solche Sichtnähte oder wie nennt man das, diese Wülste? Piping oder Keder oder Piping nennt sich das. Piping nennt sich Ja. das. Das ist bewusst mit einer Kontrastfarbe hier gemacht, genau wie die Nähte, um ein bisschen Leben in die Sache reinzubringen. Hier vorne habe ich große Schränke. Wenn du die mal kurz öffnest, das ist die Besonderheit bei dieser Version. Ich habe Schränke statt einem Hubbett. Auch hier hinten habe ich Schränke hinter dir. Du die mal gerade öffnest. Da müssten wir ein paar Schluck haben, genau. Sehr tief. Jetzt war es noch ein paar Schluck. Da ist er. Na, da hakt er ein bisschen noch, geht er. Ne, du hast es Spaß gemacht. Man muss dazu sagen, das sind Fahrzeuge, da gehen, ich sag mal, schon ein paar Leute durch in der Woche. Jeder probiert die aus mit allem drum und dran, je nachdem, wie dann das Schloss steht. Wenn es nicht ganz drin ist, kann das schon mal passieren. Es kann natürlich auch passieren, je nachdem, welche Temperatur wir hier haben. Wir haben jetzt hier natürlich nicht allzu viel Temperaturen im Fahrzeug drin. Ich glaube 14 Grad. Normal haben wir schon ein paar Grad mehr drin. Und Holz ist natürlich ein Naturprodukt halt. Und eigentlich ist es justiert auf Temperaturen von rund 20 Grad, wenn ich das Fahrzeug bewohne. Aber warum es hier jetzt gerade Knack gemacht hat, keine So, Ahnung. genau. Wenn du es gerade nochmal machst, die linke Seite, wenn es jetzt nicht knackt, dann war, glaube ich, nee, es knackt nicht mehr. Ich weiß, was es war. Ich glaube, das war drin. Die Feder war drin. Die Feder war draus gedrückt. Genau, Ja. die war draußen. Schön. Würde mich auch sehr wundern. Interessant ist hier das Doppelfenster. Das hat einen Namen, dieser Anordnung. Ja, das nennt sich Skydream Comfort. Das ist leider auch ein Mehrpreis halt, obwohl man sagt, ja, aber ich spare doch das Bett ein. Aber es sind natürlich 2 Dächer, die reingekommen sind. Die Möbel müssen gebaut werden entsprechend und deswegen ist es leider mit einem kleinen Mehrpreis verbunden. Preis ungefähr? 1.990 €. Für beide oder für eins? Dann für beides. Das ist ja eh ohnehin serienmäßig über der Sitzgruppe und diese ganze Ausführung mit den durchgezogenen Schränken, mit dem zweiten Glasdach, mit dem Walldach, mit indirekter Beleuchtung. Das alles nennt sich dann Skydream Comfort. Das ist der Aufpreis zum Hubbett Das quasi. ist der Aufpreis zu dem Hubbett. Viele Leute meinen ja, wieso ich spare das Bett auch ein, es müsste doch runtergehen im Preis. Nein, tut es leider nicht. Es ist leider ein kleiner Mehrpreis. Die meisten bestellen mit Bett oder ist es Ich 50-50? sagen 50-50. Aber es steht dem sehr schick. Wenn du mal kurz da stehen bleibst und dich mal setzt und den Fahrersitz mal bitte drehst, dass man mal sieht, wie groß das Raumgefühl hier drin ist. Das ist kein Problem mit dem Lenkrad, dass du nicht ganz rumkommst hinten. Oder kann man es noch einfahren? Wir gucken mal, das Lenkrad ist jetzt ziemlich weit ausgefahren, tippe ich sogar. Ja, das heißt, man kann es einfahren. Das ist mir gerade bei jedem Auto anders. Wenn ich das Lenkrad natürlich zurückfahre, kann ich den Sitz noch ein bisschen besser drehen. Es ist unten auch abgeflacht, das Lenkrad. Genau, wenn du es jetzt mal ein Stück vorziehst, den Sitz. So, und jetzt kommst du auch komplett rum, richtig? Jetzt komme ich komplett rum, aber ich wäre gerade rumgekommen, kann ruhig noch ein Stückchen zurück halt. Okay, super. Nicht, dass Leute sagen, weil das große Thema ist ja abnehmbares Lenkrad. So DAW Plus Radio, Navi ist mit drin. Ich habe Abfahrhilfeassistenten mit drin. Ja, es sind verschiedene Fahrprogramme natürlich, wie gesagt, damit er die Gänge weiter austritt, Traktionskontrolle. Wichtig ist natürlich, dass das Auto die Differentialsperre drin hat, das ist aber hier mitbestellt worden. Das heißt also, das nützt mir, wie gesagt, 4 Räder hinten, wenn 2 einfach nutzlos durch die Gegend drehen halt, aber hier drehen dann wirklich alle 4 Räder gleichmäßig und dann gibt es bei dem Auto eigentlich kein Halten mehr. Das heißt, wenn ich jetzt stehe mal auf einer Wiese und die ist nass, Macht dem Auto nichts aus. macht dem nichts aus. Ja, das heißt, es fährt. So, du bist jetzt da, das wäre die Sitzgruppe quasi. Hier kann ich sitzen, ich habe viel Raum. Der Fernseher ist wo? Der Fernseher ist hinter dir, Hinter mir. hinter dem kleinen Sofa. Ist es mechanisch? Es gibt 2 Möglichkeiten. Es gibt einen mechanischen, es gibt einen elektrischen. Hier haben wir einen kleinen Chromgriff. Das heißt, wir haben den nicht elektrischen, den manuellen. Den kann ich dann natürlich noch rausnehmen. 32 Zoll. Ist recht unempfindlich, wie gesagt, was den Sichtwinkel angeht, durch die LED-Technologie. Aber ich kann ihn natürlich noch ein bisschen hin und her schwenken. Wenn ich ihn nicht brauche, rastet er ein. Auch die Gasdruckfeder geht leichter, wenn es wärmer ist. Ja, das ist immer noch ein bisschen viel, das heißt immer noch ein bisschen viel, aber es ist natürlich sehr viel Handarbeit in so einem Fahrzeug drin. Und so eine Gasdruckfeder ist natürlich temperaturabhängig, ob es jetzt sehr kalt ist oder ob es sehr warm ist in dem Auto. So, vorne ist Rollos elektrisch. Geht das runter jetzt? Das soll Wollen wir probieren? auch rauf und runter fahren. Der Schalter ist hier vorne Ja, im Bereich. Und dann fährt es runter, relativ leise. genau. Das heißt, hier kann ich jetzt verdunkeln und wenn man festhält, ist sogar Privacy-Funktion mit drin. Das heißt, Genau, ich kann es dann stoppen halt. genau, wenn du es mal ganz runterfährst. Ja, ich muss mal runterfahren.
Das habe ich auf Knopfdruck. Die Seiten ziehe ich zu einfach nur. Die Seiten sind wie gesagt manuelle Plissis an der Seite mit Magneten halt, die aber auch absolut blickdicht sind. Bin mal gespannt, ob es das gleiche ist. Dann fährt das nämlich gleich von oben nochmal runter. Wenn man es jetzt weiter nochmal runter drückt. Probier mal. Ja. Ach, ich bin so gut. Das ist dann halt wie gesagt, wenn Privacy. ich den Blick auf den See habe, davor aber leider noch einen Weg habe, wo Spaziergänger drin sind, dann würde ich das nutzen halt. Um dann zu sagen, ich kann rausgucken, die mögen aber bitte nicht reingucken. So, der Vorteil ist von dem, der fängt nicht an zu klappern, weil das sind, ich sag mal, ein Plissé und kein Rollladen, der drin ist. Das ist auch nochmal leiser geworden. Ja, also das Rollo ist schon sehr leise. Und das vorher war es manuell gewesen, konnte ich natürlich auch von oben nach unten schieben. Schön, ja, wichtig ist, die Sitzplätze, die hängen direkt am Chassis. Das ist Vorschrift so, die werden getestet. Das heißt, das sind vollwertige Beifahrersitzplätze, Front nach vorne. Hier habe ich natürlich mitunter den besten Blick, oder? Ja, es ist natürlich schon so, wenn Kinder mitfahren und man hat sich schon natürlich ganz gerne im Griff halt, wie gesagt, dass sie da nicht zu weit von den Eltern entfernt sitzen, zu viel Blödsinn machen halt. Und es sitzt sich natürlich vorne auch angenehmer als hinter der Achse jetzt zum Beispiel in einer Rundsitzgruppe. Spiegel ist an der Seite. Hier habe ich eine Truma Aventa, die doch recht leise ist, muss man sagen, die man zentral schalten kann sogar. Da ist die Küche, die diese typische Aussparung hat. Hier habe ich den Möbelbau in Rundform, was sehr aufwendig ist. Es ist sehr aufwendig, aber es sieht natürlich, also meiner Ansicht nach optisch viel, viel schöner aus, macht das Fahrzeug größer und lockert die ganze Sache natürlich ein bisschen auf. Große Spüle mit drin. Da gibt es eine Besonderheit. Ich weiß nicht, ob es die hier auch gibt. Ja, gibt es auch. Ich kann nämlich was machen mit dem Brettchen. Ich kann das Brettchen rausnehmen. Ich habe dann einmal ein Schneidebrett auf der einen Seite und könnte das Brett jetzt hier unten in die Führung einhängen und hätte noch eine zusätzliche Ablage. So, dann habe ich hier eine Ablage. Genau, die habe ist hier dann eine auch mit einer Ablage. Plexiglasscheibe und mit einer Glasscheibe versehen, damit, wie gesagt, da nichts verkratzt. Hier habe ich dann die obligatorischen Mülleimer drin. Dahinter Platz für Flaschen. Und was natürlich auch noch eine schöne Sache ist bei dem Carthago, dass sich bei dem Fahrzeug alle Küchenklappen schließen automatisch, sobald ich den Motor starte halt. Ich zeige das mal gerade. Das ist dieser kleine Schalter ganz oben, der jetzt Könnte rot ich damit leuchtet. auch manuell blockieren, dann hätte ich sie jetzt manuell blockiert. Das passiert automatisch, wenn der Motor Gut. startet. Hier, Oder ich habe sie hier. jetzt sind sie wieder auf. Genau. Und habe hier ein Einteilungssystem in den Schubladen drin, wahrscheinlich in der unteren, dass ich mir so ein bisschen die Sache, schauen wir mal, wie es ist. Normalerweise gehört es da rein. Das ist jetzt der Vorführeffekt. Keins drin. Tatsächlich einer rausgenommen, das wäre natürlich auch möglich. Ja, ist nicht so schlimm. Aber das gibt es. Das ist so ein Schiebesystem. Am besten mal in den anderen Videos nachgucken. Wenn du mal so lieb bist, mach mal hier links auf. Ja, hinterher haben wir dann die Kaffeemaschine. Die Kaffeemaschine. Warte, ich komme. Den kleinen Auszusitz, der wird dann ausgedreht. Genau, man dreht die raus, sag mal. Ja, nach vorne gedreht. Hat einer gebaut. Cool. Ist auch sehr, sehr einfach. Geht nicht kaputt. So ein Auszug. Und die Kaffeemaschine ist wirklich klasse. Ich habe genau dieselbe. Kostet 70 € und funktioniert hervorragend. Richtig süß. Hier habe ich sogar noch Platz dahinter. Hier könnte ich nochmal die Kapseln unterbringen. Das Ganze ist leicht schräg nach hinten, dass nichts rausfallen kann. Und der Möbelbau hier rund, wie man sieht. Eine große Besonderheit ist, dass der Wasserhahn ausziehbar ist. Genau, der Wasserhahn ist ausziehbar, also ähnlich wie zu Hause, um Salat zu waschen oder ähnliches halt. Oder eventuell auch um die Kaffeemaschine zu füllen, damit es ein bisschen einfacher geht. Schön. So, kleines Detail. Hier habe ich nicht nur, ich sag mal, eine Hintergrundbeleuchtung, habe ich eine ganz große Garderobe und ich habe einen Apothekerschrank. Ja, das haben alle Carthago-Fahrzeuge ab der Modellreihe C-Line. Und der ist auch ganz praktisch, weil die schweren Sachen wie Glasflaschen, Marmeladengläser da ganz gut untergebracht sind. So, dann der Kühlschrank, der neue, Dometic, beidseitig öffnend. Etwas kleiner vom Volumen, aber dafür eben mit dem Vorteil, dass ich ihn von links oder auch von der anderen Seite öffnen kann. Das gleiche geht natürlich auch mit dem Gefrierfach. Bei dem Backofen geht es nicht, der geht nur nach oben auf. Großer Backofen, ich kriege ja kaum Helligkeit, wenn hier die Ambientebeleuchtung drin ist. Die lässt sich dimmen. Die Beleuchtung lässt sich dimmen, und zwar die indirekte Beleuchtung und auch die normale Beleuchtung. Da haben die mal gerade auf Vollgas gemacht. Ja, wir dimmen jetzt einmal die normale Beleuchtung hier vorne.
Das ist ganz vorne, die müsste ich von der Seite dimmen. Aber hier sieht man es jetzt ganz schön. Das ist jetzt die Downlights, die ich hell und dunkel machen kann. Jetzt mache ich die Downlights aus. Und die indirekte Beleuchtung kann ich jetzt auch dimmen. Cool. Je nachdem, welchen Effekt ich hier haben möchte. So, hier vorne so ein kleines Detail, das ist so lederbezogen. Sieht ganz schick aus. Hier vorne habe ich noch einen Lüfter mit drin in der Küche. Und ja, kommen wir mal zum Bad und zum Bett. Das ist ja das Wichtigste, dass die Menschen gut schlafen. Ich habe 2 Kleiderschränke links und rechts unterm Bett. Ja, unter den Betten ist rechts und links jeweils ein Kleiderschrank. Der Vorbeifahrerseite, der geht dann noch in den Doppelboden hinein. Nehmen wir mal den zunächst kleineren. Zeig mal. Da ist eine Stange drin. Ja, das ist das Polster, das jetzt original verpackt liegt, wenn ich aus dem Einzelbett ein Doppelbett machen möchte. Deswegen ist es da unten jetzt nur gesichert. Und das ist ganz einfach, wird gehalten per Lift. Dann habe ich hier die Besonderheit mit der Treppe, die ich ausziehen kann. Ja, genau. Ich würde also dieses Polster nehmen, das ich jetzt da unten gerade gesehen habe. Das ist okay, das können wir uns, glaube ich, vorstellen. Ich verweise auf ganz viele Videos, wo wir das gezeigt haben. Das ist so ein kleines bisschen wie Achterbahnfahren. Beim ersten Mal ist es noch extrem aufregend. Ich kann mir vorstellen, dass dir viele Dinge gar nicht mehr so auffallen mit der Zeit, oder? Man wird sozusagen betriebsblind halt. Viele Sachen, wo dann der Kunde sagt, ach guck mal, das ist aber interessant gelöst. Und man sagt, ja, wieso ist das selbstverständlich halt? Aber der Kunde sagt, nee, ich fahre gerade in so und so Modell, da ist das gar nicht selbstverständlich. Ja. Da ist das recht hölzern gelöst. Also es sind viele Details, wie gesagt, die im Laufe der Jahre oder im Laufe der Zeit einfach dem Carthago-Händler, der das Auto jeden Tag zeigt, gar nicht mehr so richtig auffallen. Ja, das ist jetzt ein Bett, so könnte ich es schon mal lassen. Ich habe 2 Betten, das eine ist ein bisschen länger. Eins ist auf jeden Fall 2 Meter oder 2,5 Meter sogar. Das ist unterschiedlich von Modell zu Modell. 2 Meter haben wir auf jeden Fall immer, bei vielen auch bis zu 2,7 Meter. Das ist hier auf der rechten Seite ist das längere Bett. So, und auch hier habe ich einen Schrank. Machen wir bitte auf. Ja, großen Kleiderschrank. Der ist noch ein bisschen tiefer. Auch hier kann man es anklappen. Der geht bis ganz auf den Boden. Ja, jetzt haben wir ein Iveco halt, wie gesagt, weil das Iveco-Chassis natürlich da ist. Wow. Ein bisschen mehr Tiefe. Beim Fiat hätten wir jetzt noch ein paar Zentimeter mehr nach unten. Okay. Ja, aber trotzdem, das ist ordentlich. Da kann sich keiner beschweren. Das heißt, hier kriege ich sogar große Mäntel und so weiter rein. Ja, wobei das gar nicht erforderlich ist, weil dafür haben wir ja noch den zweiten. Den großen Kleiderschrank. Nochmal. Zeig das mal. Auch da habe ich. Das ist flexibel, das können wir rausnehmen halt. Also da würde dann wirklich das lange Abendkleid, der Anzug, der lange Mantel hineinpassen. Schön, hier kann ich zumachen. Ich kann mich komplett vereinzeln. Hier ist noch eine Tür mit drin. Ja, runter, damit es ein bisschen wohnlicher wird. Dann hier natürlich eine Schiebetüre, um den Raum abzuteilen. Hier würden wir jetzt auch ein bisschen weniger Geräusche von vorne mitbekommen, wenn einer vorne Fernsehen guckt. Könnten aber noch zusätzlich vorne noch zumachen. dass du natürlich nicht gesehen hast. So, jetzt hast du gerade das Raumbad zugemacht, gell? Genau. Und auch hier kann ich den Raum abteilen. Ich hätte also einen doppelten Raumtrenner aus Holz und hätte dann schon einen Großteil der Geräusche rausgefiltert. Also vorne guckt einer Fernsehen, hinten kann er schlafen. Genau. Die Tür ist gedoppelt. Die Tür ist aufgedoppelt, ja. Das ist also so deswegen gemacht, wenn jetzt einer sagt, ich möchte da im Bad aber noch mal irgendwie meine Privatsphäre haben. Genau, wenn du mal gerade ins Bad reingehst, dann kann man das schön zeigen. Hier ist nämlich so eine kleine weiße Schiebeeinheit und damit kann ich es komplett schließen. Und dann hätte ich hier meine absolute Privatsphäre im Bad nochmal. Tür in Tür quasi. Und da ist ein Magnet dran, der bewegt sich mit. Ja, komm doch mal raus. Da bist du. Das Bad ist ordentlich für dich. Hier gibt es nämlich eine Besonderheit, die habe ich erst beim letzten Mal gemerkt. Wenn du dich mal auf dieses Klo setzt, bitte, dann sieht man nämlich auch, du als großer Mensch, 1,81 Meter, du hast problemlos, ich sag mal, gar keine Probleme mit den Füßen. Mal den Platz halt, wie gesagt, um meine Füße drunter zu stellen. In dem Fall, bei dem anderen Modell war es so, da war es nach vorne gewesen, rein für die Toilette. Hier habe ich den zweiten Vorteil, dass ich dichter ans Waschbecken komme beim Zähneputzen halt. Heißt, ich kann mich auch setzen und waschen, das geht auch. Viele sind ja vielleicht nicht mehr so gut zu Fuß. Effekt, dass ich die Füße drunter bekomme, einmal für die Toilette und zum zweiten, wenn ich mich da vorstelle, zum Zähneputzen oder dergleichen. Gut, die kann man öffnen, hier die Türen, da ist es. Korb nochmal drunter halt. Doppelt für Schmutzwäsche. Jeder Raum wird natürlich genutzt. Hier ist auch nochmal ein kleines Fach als Ablage. Und die Spiegelschränke kann ich natürlich auch nochmal öffnen. So, die sind auch rundrum. Das heißt, ich kann mich komplett anschauen. Von der Seite, von oben, von unten. Sehr schön. Handtuchhalter sind drin. Hier oben drin.
Dann die Dusche, die haben wir schon gesehen, so ähnlich. Die hat eine große Höhe und hat eine Regendusche ganz oben mit drin. Der Trick ist, dass die Regendusche in die Dachhaube hineingezogen worden ist, oben halt. Und dadurch habe ich hier für Personen auch 1,85 Meter, 1,90 die Möglichkeit, dass ich mich nicht bücken muss zum Duschen. Platz. Im Raumangebot ist es gesichert, nein, die ist offen. Das heißt, einigermaßen Bewegungsfreiheit auch für Personen mit 90 Kilo gegeben. Scotty Beam Me Up, sage ich da nur. Scotty Beam Me Up von Raumschiff Enterprise. Kennst du es noch? Nein. Die waren auch in so einem ähnlichen Ding. Und da hat er gesagt, Scotty Beam Me Up, und dann hat es Zisch gemacht, du warst weg. Es sah so ein bisschen aus wie das. Genau, du kannst dich gut drehen da drin, du hast viel Platz. Ja, also wenn ich die Tür nach vorne mache, habe ich noch ein paar Zentimeter mehr. Wie gesagt, klar, ich kann es jetzt nicht mit dem Haushalt vergleichen, aber Ja, es gibt aber Leute, die haben kleinere Duschen. So ist es. Hier oben ist die Regendusche, die ist eingelassen. Schön. Ja, wir haben alles gesehen. Wir gehen mal schnell raus, denn es ist mittlerweile schon richtig dunkel geworden draußen. Ich gucke mal auf die Uhr, es ist gleich 6:30. Und erster Drehtag heute. Morgen haben wir noch einen Drehtag vor uns. Du freust dich schon. Und hier sind die Daten nochmal von dem Fahrzeug. Wir haben hier ein Carthago S Plus i50 LE, ein Neufahrzeug, Modell 2020. Das ist die zusätzliche Ausstattung. Preis ist 182.593 € und das sind die technischen Daten nochmal zum Mitschreiben. Ja, ich habe dich angerufen, ja, am Freitag, ich komme vorbei, wir zeigen mal alle Carthago-Modelle, dann hast du erstmal geguckt. ja, das war recht kurzfristig, aber genau. hat ja funktioniert. Ja, wir sind tatsächlich in Mülheim an der Ruhr, an der Straße für Wohnmobile. Genau, an Europas größter Caravanstraße, der sogenannten Wohnwagen- oder Caravanmeile, kurz genannt B1 oder offizieller Name Kölner Straße halt. So ist das. Und hier steht der Carthago auf Basis Iveco Daily. Auch das ist ein Auto, das muss man wirklich mal live gesehen haben. Auch der Preis mit der Ausstattung, das ist eine eigene Klasse. Es ist nicht ganz so hoch wie die anderen. Und für Fans von Carthago, die, ich sag mal, jetzt jede Größe schon genossen haben, wäre das denn quasi schon die Endstation? Das ganze Auto gibt es natürlich auch noch ein bisschen größer, eine XL-Version mit dem Raumbad, mit dem freistehenden Waschbecken, dem großen länger. Sofa vorne. Ja, es ist nochmal gut fast 1 Meter länger dadurch. Also ich meine, die Höhe wäre, das wäre etwas höher, weil er dann auf einem Iveco 65 C21 wäre. Und dadurch kommt er dann nochmals etwas höher, weil das Iveco-Chassis dadurch größer ist. Ja, vielen Dank, Carlos, Hermann. Und ja, heute gedreht am 19. Oktober 2020. Auch hier keine Bezahlung an uns und auch keine Vergünstigungen und so weiter. Ja, ich danke dir herzlich. Ich danke dir, Dankeschön.